Willkommen zu Co-Constructing Science. Wir sind Michael, Nils und Linda vom Öffentlichkeitsarbeitsprojekt des Transregios Constructing Explainability. Stellt euch bitte einmal vor. Hallo, ich bin Nils Kloweit. Ich bin ein Soziologe, der an der Uni Paderborn arbeitet, und ich bin in der Mikrosoziologie tätig. Die Mikrosoziologie ist so ein Fachbereich in der Soziologie, die versucht zu verstehen, wie Menschen mit verschiedenartigen multimodalen Ressourcen, also Körperbewegung, Gestik, Intonation, Sprache, im Alltag interagieren, mit Technik interagieren, in der Welt interagieren. Und ich nehme das normalerweise auf Video auf und versuche das zu verstehen. Hallo, ich bin Michael Lenke. Ich arbeite in der Didaktik für Informatik an der Universität Paderborn, an der Fakultät Elektrotechnik, Informatik und Mathematik. Und ich beschäftige mich damit, wie man denn speziell künstlich intelligente Technologien und Systeme im Unterricht in der Schule thematisieren kann und welches Grundwissen aus der Informatik überhaupt benötigt wird, um diese Systeme auch verstehen zu können. Hallo, ich bin Linda Thomsen. Ich bin als Referentin für Wissenschaftskommunikation für den Transregio angestellt. Ich arbeite an der Universität Bielefeld und bin für alles rund um Kommunikation im Transregio zuständig. Ich bin ein nicht wissenschaftliches Mitglied im Projekt, genau, und arbeite aber sehr eng mit Michael und Nils zusammen. In welchem Teilprojekt des Transregio 318 Constructing Explainability seid ihr tätig? Ja, unser Projektkürzel ist das ÖH-Projekt, Öffentlichkeitsarbeitsprojekt, und es heißt eigentlich Fragen zu erklärbaren Technologien. Und was damit gemeint ist, kannst du ja vielleicht mal noch mal ein bisschen näher erläutern. Ja, wir machen auf der einen Seite das, was man eigentlich unter klassische Öffentlichkeitsarbeit fassen würde. Auf der anderen Seite verbinden wir diese Öffentlichkeitsarbeit aber auch mit konkreten Forschungsfragen. Und zwar machen wir insbesondere Workshops für verschiedene Zielgruppen, primär von meiner Seite aus für Schulklassen, aber wir machen auch Workshops für Studierende beziehungsweise dann für Stakeholder, wo dann Nils verantwortlich ist. Und wir versuchen eben diese Öffentlichkeitsarbeit insofern zu beforschen, dass wir sie nutzen wollen, um mehr darüber herauszufinden, wie denn Menschen mit künstlicher Intelligenz agieren, was man mitbringen muss, um nicht quasi in dem Sinne Opfer einer KI zu werden, dass man die Entscheidung einfach so hinnimmt, sondern diese Systeme auch reflektiert, hinterfragt und für sich selbst auch gewinnbringend einsetzen kann. Welches Ziel verfolgt euer Teilprojekt? Das Ziel vom Projekt Ö ist zum einen eben diese Öffentlichkeitsarbeit, für die ich dann zuständig bin, für die Kommunikation, aber wir haben auch einen sehr großen Teil an Forschung in unserem Projekt, die eben von Michael und Nils dann betrieben wird. Und genau, ich bin dafür zuständig, dass ich zum einen ja die Öffentlichkeitsarbeit mache, also die klassische Öffentlichkeitsarbeit, aber auch versuche, neue Formate ja reinzubringen, dass wir eben diese Fragen auch aus der Bevölkerung bekommen, nicht nur über die Workshops, sondern auch über andere Formate. Was bedeutet Co-Konstruktion für euch? Also ich meine, das ist ja schon mal der Name unserer Workshops, die wir anbieten, Co-Konstruktionsworkshops oder Co-Construction-Workshops. Und es geht darum, dass wir zusammen mit den Menschen oder mindestens zwei Menschen oder eine Technologie und ein Mensch dann zusammen etwas erarbeiten. Und in unserem Fall jetzt im Transregio sind das ja auch die Erklärungen, dass wir zusammen an Erklärungen arbeiten, also nicht nur vorgeben als Forschende, so ist das jetzt, so funktioniert KI, sondern dass es einfach auch am besten funktioniert, wenn die User von KI auch Fragen stellen können und zusammen oder ihre Position dann auch beschreiben können, sodass eine Erklärung dann im Zusammenspiel mit KI und Mensch entsteht und nicht nur irgendwie einfach gegeben wird. So kann man, ist auch didaktisch richtig, genau, oder? Dass man sich dann das selbst auch ein bisschen erarbeitet. Ja, also aus didaktischer Sicht gibt es den Nürnberger Trichter, der sinnbildlich dafür steht, dass, dann kommt der Name Trichter, das Wissen im Endeffekt wirklich in die Köpfe der Leute von außen eingetrichtert wird. Ja. Und eingeschüttet. Wissenserwerb und auch Lernprozesse funktionieren irgendwie anders. Da spielt derjenige, der lernt, eine sehr, sehr große Rolle und nicht nur der eben entsprechend dann den Input oder Lerngelegenheiten liefert. Und in dem Kontext bedeutet Co-Konstruktion eben, dass dieser Wissenserwerb, das zusätzliche Wissen und
damit dann auch künstlich intelligente Technologien von mehreren Personen, also 2 oder mehreren, gemeinsam eine Erklärung entwickelt wird und dadurch dann eben das Wissen über diese Technologien, eventuell auch über ganz konkrete Systeme, die gerade im Einsatz wären, weiterentwickelt wird und so ein Lernprozess stattfindet. Ja. Was mich da immer so anspricht, ist eigentlich, dass die klassische Erklärbarkeit ein bisschen arrogant ist, weil sie so annimmt, ja, es gibt so die Menschen da unten und wir haben die Erklärung und wir geben sie einfach den Menschen, die sonst nichts haben und die eigentlich nichts besonders zu sagen haben. Und vor allem auch an der Stelle, wenn wir die Erklärung optimieren, wenn wir die perfekte Erklärung haben, dann kann das jeder verstehen. Ja. Und das sind zumindest meine persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, ist in der Realität einfach nicht so. Genau. Sondern jeder braucht irgendwie eine individuelle Erklärung. Und das, ich glaube, das beste Beispiel, das ist, wenn man Personen im selben Alter etwas erklärt und dann über denselben Sachverhalt mit kleinen Kindern oder eben älteren Menschen redet, wo man seine Erklärung automatisch anpasst, ganz allein dadurch, dass man weiß, die haben andere Vorkenntnisse, mit denen kann man vielleicht nicht so komplex reden, so viele Fremdwörter verwenden, sondern man muss eher kurze Sätze bilden, also kürzere als ich jetzt gerade. Und auch Fragen stellen wieder, ne? So, was weißt du denn Rückfragen schon? stellen. Sehen, wie sie multimodal vielleicht. Genau. Also, und dadurch, dadurch wird so eine Erklärung und die Lernprozesse halt zu einem sehr individuellen Prozess. Ja, auf jeden Fall. Es besteht so eine Art Gewalt in der Idee, dass man einfach alles erklärbar machen kann von oben herab, sich nicht wirklich auf die Menschen orientieren soll und dass die Systeme, die in ziemlich vielen Bereichen der Welt existieren und in die Gesellschaft ganz verschiedenartig beeinflussen, dass diese Systeme einfach von oben herab definiert wurden. Ich als Mensch, der halb taub ist, habe das auch oft gemerkt, der Alltag, die Art, wie Räume verbaut werden, was bestimmte Annahmen über Körper und Wissen existieren, die Idee dessen, dass es nur einen normalen Menschen gibt und dass die Welt für diesen normalen Menschen hergestellt ist, das ist am besten dann ein Mann und am besten nicht behindert und am besten das und das und das, das ist eine sehr brisante politische Frage. Und Co-Konstruktion ist für mich dann eine Art, den Menschen, und zwar der Vielfalt der Menschen, mehr Macht zu geben, mehr Wort, mehr Stimme und das Ganze, den Prozess demokratischer zu gestalten. Weil letztendlich ist KI nicht Science-Fiction-Spekulation, sondern es ist eine ganz klare Sache, die Gesellschaft in ganz vielen verschiedenen Bereichen sehr aktiv mitdefiniert, verändert, transformieren kann. Und da müssen die Menschen mitsprechen können. Welchen Aspekt tragen die Fachbereiche der anderen eurer Meinung nach zum Projekt bei? Also Nils kommt ja aus der Soziologie und es mag sein, dass mein Bild von Soziologie vielleicht ein bisschen, eingeschränkt, eindimensional, wie auch immer ist. Jetzt kommen die Vorurteile hier Genau, raus. jetzt kommen die Vorurteile raus, die so jeder Fachbereich über jeden anderen hat. Aber ich glaube, dass Nils die Stärke mitbringt, dass seine Disziplin sich eben auch sehr viel mit zwischenmenschlichen Aspekten beschäftigt, mit Interpretation, teilweise auch mit sowas wie einfach sozial akzeptiertem Verhalten und Ähnlichem. Und dass das tatsächlich nicht nur für die Entwicklung von den KI-Systemen weiterhelfen kann, sondern dass die Erfahrung, die da schon existiert, uns insbesondere bei der Analyse von den Workshops und der Weiterentwicklung helfen kann. Und du hast ja noch dieses Feld Zielgruppen noch mal ein bisschen stärker im Visier, vielleicht als wir. Also für uns sind Zielgruppen auch wichtig, aber du guckst ja noch mal wirklich genauer darauf, welche gesellschaftlichen Gruppen es gibt und welche Öffentlichkeiten, wie du mit den Öffentlichkeiten interagieren kannst. Weil das ist ja die große Frage, was sind Stakeholder? Ja. Stakeholder, wenn man das einfach falsch übersetzt, sind das Entscheidungsträger. Aber eigentlich sind Stakeholder Leute, die einen Stake holden. Also sprich Leute, die diskrete Gruppen, die beeinflusst werden von KI oder KI beeinflussen. Und das sind heutzutage sehr, sehr viele. Und das sind fast alle, oder? Ich würde sagen, das sind alle. Ja. Ich weiß nicht, wer nicht von KI betroffen ist. Ja.
Oh, und dann versuche ich jetzt mich ein bisschen zu rächen. Gerne. Ja, also ich würde sagen, dass Michael mit der Erfahrung, was Lernen, Lehren und Didaktik und tatsächliche Workshop-Organisationen angeht, einfach den Fokus des Workshops auf die Frage der Wissensvermittlung, auf die Frage dessen, wie man überhaupt das, was wir im TRR machen, außerhalb des TRRs zirkulieren kann. Also, weil es ist immer schön, irgendwas intelligent Klingendes zu sagen, aber wenn das nirgendwo ankommt, wenn das nicht praktisch eingebettet ist, dann ist das eigentlich relativ sinnlos. Es ist wie dieser Baum, der im Wald fällt und man ihn nicht sieht. Und dann ist die Frage, ob er jemals gefallen ist. Und da würde ich wirklich auch ziemlich viel auf deine Expertise Das ist doch nur ein bauen. Lob dann jetzt. Genau, nein, sorry. Und ja, Ich wollte gerade schon sagen, danke. Ja. Rache ist manchmal wirklich süß. Ja, genau. Stimmt. genau, ich räche mich Ja. jetzt durch Nettigkeit. Ja, und du hast ja auch dann wirklich die junge Zielgruppe. Ja. Ne? Dafür ist es ja noch extrem wichtig, dass du das richtige didaktische Format dann auch Ich findest. habe Angst vor Kindern. Die kriege ich dir noch genommen. Ja. In welcher Weise arbeitet ihr disziplinenübergreifend? Also ich würde grundsätzlich sagen, dass es einerseits einfach das Gefühl meinerseits gibt, dass wir ziemlich viele ähnliche Fragen stellen. Wir stellen Fragen über den Kontext der Interaktion mit künstlicher Intelligenz. Wir stellen Fragen dessen, was denn eigentlich Co-Konstruktion ist, wie das zu erforschen ist, was der Prozess der Interaktion mit KI-Systemen uns über das Verständnis der KI-Systeme sagen kann. Also rein von der Pragmatik unserer Forschung sehe ich da eigentlich ziemlich viele Überschneidungen. Wo ich denke, dass wir uns eventuell bestimmte Reibungen schon existieren können, ist, dass wir beide ganz bestimmte disziplinäre, methodologische Vokabularbegrenzungen haben. Also sprich, ich komme in der Soziologie aus der Ethnomethodologie, die eine ganz, ganz spezifische Sprache über die Jahre entwickelt hat und die Welt auch ganz verschieden von den anderen soziologischen Herangehensweisen sieht. Und diese Übersetzungsarbeit, die, glaube ich, in jedem multidisziplinären, transdisziplinären, interdisziplinären Projekt vorkommt, diese Übersetzungsarbeit, die sehe ich, sie passiert dadurch, dass wir eigentlich eine ähnliche Pragmatik haben. Wir wollen letztendlich verstehen, was ist Co-Konstruktion, wie geschieht sie tatsächlich in der Welt. Und ja, diese Übersetzung würde ich da lokalisieren. Aber ihr habt keine Schwierigkeiten zu kommunizieren, oder? Also ihr könnt, habt ihr manchmal so Missverständnisse? An sehr viele Diskussionen erinnern, wo dann so Fragen kamen, ja, mit dem Begriff, was genau meinst du damit eigentlich? Weil nach meinem Verständnis ist das und das passt gerade irgendwie nicht. Oder teilweise auch, okay, mit dem Begriff, auf wen berufst du dich da? Berufst du dich auf Person A, B oder C? Weil da in dem Fall ganz konkret in der Soziologie einfach viel, viel stärker darüber diskutiert wurde und das in der Wissenschaftskommunikation viel, viel präsenter ist. Und das in meinem Bereich mehr so war, es ist so ein Begriff, da fasst man so grob das drunter, aber jeder kann damit so ein bisschen was anfangen, aber halt nicht so stark ausdifferenziert. Das ist so spezifisch da dann mal in der Soziologie. Wie gelingt euch eine publikumsorientierte Wissenschaftskommunikation? Genau, ist das herausfordernd für euch, das irgendwie da ein Gefühl für zu bekommen. Aber für dich ja eigentlich nicht, weil du ja auch mit SchülerInnen sprichst. Genau, ich habe ja ursprünglich auch Lehramt studiert und deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen gewohnt, das, was ich mache, zu versuchen, in einfacheren Worten dann zusammenzufassen und wiedergeben zu können. Und ich glaube, das ist auch bei der Wissenschaftskommunikation gerade dann an die breite Öffentlichkeit relativ wichtig. Ja. Und deswegen von meiner Seite aus, funktioniert das halt einfach irgendwie. Ja, also ich würde sagen, das ist für mich ein etwas größeres Challenge, weil das ist ja eigentlich eine ganz andere Sprach- und Sprechkultur, wenn man wirklich dann in die Öffentlichkeit geht. Die Öffentlichkeit ist auch nicht ein Monolith, also sprich, das ist jetzt nicht eine Öffentlichkeit, sondern ganz viele verschiedene Öffentlichkeiten mit verschiedenen Erwartungshaltungen. Und
ich finde das eigentlich sehr, sehr wertvoll, dass man tatsächlich dann lernt, okay, das, was in deinem kleinen Bubble, in deinem Bereich offensichtlich ist und über Jahre her Teil der Sprache ist, plötzlich so ein Stolperstein wird und plötzlich anders vermittelt werden muss. Weil letztendlich können wir nicht nur einfach in unseren kleinen Texten bleiben, wenn wir irgendwas öffentlich Wirksames machen wollen. Und das heißt eigentlich, ich finde das ganz schön, dass man dieses Problem, was für mich, glaube ich, wirklich eher ein Challenge ist, weil ich labere oft abstraktes Zeug, das zu übersetzen und das vielleicht ein bisschen besser machen zu können und Menschen zu haben, die sich das angucken können und sagen, ich bin jetzt kein Soziologe, was war das denn? Was soll das heißen? Wie können wir das übersetzen? Was für verschiedene Möglichkeiten gibt es? Welche funktionieren? Genau, und ihr müsst ja auch noch schauen, wo holen wir die Menschen ab? Also was wissen sie überhaupt schon? Ne? Das habt ihr ja auch in den Workshops dann. Aber wir können ja nicht, also es ist ja nicht so, wie als ob du zu einer anderen Disziplin einfach nur sprichst, sondern vielleicht auch zu Menschen, die gar nicht studiert haben, die überhaupt nichts mit Uni am Hut haben. Ne? Das gilt ja auch noch dazu. Ne? Aber das meinst du ja mit verschiedenen Öffentlichkeiten auch. Ne? Also wenn man irgendwie auf Twitter irgendwas macht, das ist dann halt eher die Forschungscommunity, dann Pressemitteilungen, was in der Zeitung eher landet, das sind dann eher so die typischen ZeitungsleserInnen, was jetzt aber auch nicht mehr so häufig vorkommt, aber das sind ja ganz unterschiedliche Sprachen dann auch. Ne? Das ist auch ganz spannend eigentlich, weil ich meine, eine Lösung dessen wäre ja einfach, allen Leuten, die mit uns reden, unsere Sprache aufzuzwingen als die bessere Sprache, als die bessere Beschreibung. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung. Dann müssen wir denen erstmal irgendwie erklären, was unsere Sprache ist. Aber wollen wir das? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen unfair. Genau, das ist der eine Punkt, eben diese neuen Wörter. Der andere Punkt, der, glaube ich, viel, viel schwieriger ist und wo ich auch so ein bisschen die Aufgabe von den Workshops sehe, sind eben die Begriffe, die mittlerweile im Wortschatz fest verankert sind, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wo viele einfach glauben, okay, aufgrund von den Medien weiß ich da was rüber, ich weiß Bescheid. Das Bild, was durch die Medien vermittelt wird und gerade durch irgendwelche Hollywood-Blockbuster oder so verzerrt ist, dass das mit der Realität und mit den Begegnungen, die die Menschen im Alltag heutzutage mit künstlicher Intelligenz haben, einfach nichts zu tun hat. Absolut. Und dadurch ein komplett falsches Bild haben. Genau, aber da müssen wir auch die tatsächliche Realität der Menschen mit einbeziehen. Wir können nicht quasi sagen, wir sind die Herrscher über die Realität und ihr habt so ein verzerrtes Bild aus Hollywood. Also auf jeden Fall müssen wir den Menschen irgendwie in der Mitte begegnen zwischen deren Erfahrung und der Legitimität der Erfahrungen der Menschen in der Welt und was wir Menschen mitgeben können, um die Diskussion über künstliche Intelligenz und um auch die demokratische Welt, um die künstliche Intelligenz besser gestalten zu können. Dass man wirklich den Menschen ein Vokabular und die Möglichkeit gibt, zu erkennen, wo überhaupt künstliche Intelligenz existiert, wo ist die gesellschaftlich relevant, was kann man da machen, wie kann man das überhaupt erkennen, wie kann man darauf Einfluss ausüben. In welcher Phase eures Projektes befindet ihr euch gerade? Phase 1. Genau, formal befinden wir uns in Phase 1, die noch bis Ende 2025 läuft. Also Stand aktuell jetzt noch ungefähr 2,5 Jahre. Ja, aber wir haben ja schon heute festgestellt, dass wir auch schon sehr viel geschafft haben in unserem Projekt. Also viele Workshops schon angeboten haben, viele Öffentlichkeitsformate entwickelt haben. Wir sind jetzt aber noch dabei, neue Sachen zu machen, also jetzt wie Podcasts, mehr Videos, haben auch Ideen für Formate, in denen wir die Menschen noch mehr mit einbeziehen können, dass wir Fragen auch bekommen, die wir dann irgendwie beantworten oder auch noch mal mehr in Gespräche dann kommen mit den verschiedenen Öffentlichkeiten. Das haben wir ja auch als alles noch vor. Also wir haben noch viel geplant, aber weitere Workshop-Durchführungen. Genau. Wir haben auch noch freie Termine für die Workshops. Ja, genau. Bisschen Werbung. Ja, und ich würde einfach sagen, dass da wir wirklich so eine Schnittstelle mit der Bevölkerung sind und das Thema dynamisch ist. Wir besprechen ein Thema, das eigentlich jeden Monat neu geschrieben werden muss. Also ganz viele neue Sachen erscheinen.
die Rechtslage ist unklar, die Technologien sind dynamisch entwickelt, die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz verändert sich schneller, als wir eigentlich an der Uni fähig sind, schnell darauf zu reagieren. Ja. Ich glaube, das beste Beispiel da ist tatsächlich ChatGPT, Ja. eine Technologie, die zwar in den Grundzügen schon längere Zeit existiert, aber als der Sonderforschungsbereich angefangen hat, Mitte 2021, bei, glaube ich, kaum einer Person, die nicht an dieser Technologie geforscht hat, präsent war. Und heutzutage vergeht keine Woche, wo man diesen Begriff nicht auf einmal in den Nachrichten hört oder sonst wie begegnet. Und viele setzen diese Technologie in ihrem Alltag mittlerweile auch ein. Genau, und deswegen, das müssen wir aufgreifen können, damit müssen wir reden können, weil das auch Teil der Diskussion in der Öffentlichkeit über KI ist. Das heißt, wir müssen dann denken, okay, wie können wir dynamisch mit diesem Thema arbeiten? Wie können wir das mit Co-Konstruktion verbinden? Ist ChatGPT co-konstruktiv, weil wir da mit einer KI reden? Kann diese KI andere KIs erklärbar machen? Was ist denn da das Problem? Beispielsweise, wenn wir dieser KI einerseits sehr viel vertrauen, weil ChatGPT mit großer Sicherheit große Texte schreiben kann und einem die Welt erklären kann, aber wir A, nicht verstehen, wie das System funktioniert und B, nicht wirklich unbedingt nachvollziehen können, ob das, was ChatGPT eigentlich sagt, irgendwie richtig ist und faktisch. Genau, auf der einen Seite gibt es da sehr, sehr offensichtliche Fehler. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel mein Kollege, der ChatGPT mal nach einem Werbetext für die Stadt Paderborn gefragt hat. Ich weiß, wir sind hier in Bielefeld, da ist Paderborn nicht so beliebt, aber an der Stelle muss ich trotzdem dieses Beispiel bringen. Und ChatGPT dann mit einem Werbetext über die wunderschönen Strände von Paderborn geantwortet hat. Ich wohne jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren in Paderborn und ich habe da noch keinen Strand gefunden, geschweige denn einen schönen. Aber wenn du ihn gefunden hättest, wäre er schön. Genau. Ja, Das sind so die offensichtlichen Fehler, aber es gibt auch einfach Dinge, die nicht so offensichtlich sind, die dann aber in erster Instanz erstmal sehr glaubwürdig klingen, wenn man keine weiteren Informationen hat oder sogar weitere Informationen dann zu Rate zieht. Ja. Das hat man ja auch mit Midjourney, mit den KIs, die malen. Im Moment können wir bemerken, okay, die können die Finger nicht malen. Das heißt, wir merken, okay, das Bild wurde von einer KI generiert, wenn da die Augen ein bisschen falsch sind und die Finger ein bisschen falsch sind. Die modernen KIs, die etwas malen, die haben die Finger schon um einiges besser dargestellt. Das heißt, das löst das Problem der Intransparenz eigentlich nicht. Wir müssen trotzdem da mitwirken können, wir müssen trotzdem verstehen können, wie dieses System funktioniert und wo die Grenzen sind. Und das ist eine richtig schwere Aufgabe. Vor allem, weil wir merken, wie diese Technologien einfach in den Alltag, wie du gesagt hast, eingebaut werden. Auf einmal sind sie da. Und vor allem, was auch irgendwie vermittelt werden muss, ist eben, dass diese Systeme nicht perfekt sind und dass das, was dabei rumkommt, nicht gegeben sein muss und vor allen Dingen nicht gesetzt sein muss, sondern dass es auch da Probleme geben kann. Ja, und dass es keine Menschen sind, dass beispielsweise für mich war ganz lustig, mit dem Lollipop-Experiment ein bisschen rumzuspielen, weil ChatGPT kann sehr, sehr, sehr intelligente Sachen. Also kann gut programmieren, für meine Verhältnisse als Nicht-Programmierer, kann Texte analysieren, kann Texte schreiben, aber kann beispielsweise nicht Lollipop rückwärts buchstabieren. Und das ist ganz lustig. Wenn man ChatGPT fragt, ja, buchstabier mal Lollipop rückwärts, dann gibt dir ChatGPT erstmal eine komplett falsche Antwort, aber schreibt dann einen Essay, warum das richtig ist. Und da kann man zumindest sehen, Moment, der Essay ist relativ gut geschrieben, aber das ist totaler Blödsinn. Und das können wir jetzt noch merken, aber in ein paar Jahren wird es schwieriger und da müssen wir wirklich am Ball bleiben. Es ist jetzt tatsächlich schon relativ schwierig, auch im Wissenschaftskontext. Man kann ChatGPT ja nach auch wissenschaftlichen Texten mit Literaturquellen fragen. Diese Literaturquellen existieren häufig aber gar nicht. Manchmal sind das sogar Beiträge in real existierenden Journals mit irgendwelchen real existierenden Autoren, aber die entsprechenden Beiträge, die dann zum Thema passen, existieren überhaupt nicht in diesem Journal, nicht in der konkreten Ausgabe, die genannt wird und auch sonst nicht. Und manchmal ist es sogar so, dass diese Autoren eigentlich zu einem ganz, ganz anderen Thema arbeiten, in einem
ja, in einer komplett anderen Disziplin. Ja, und daher ist Co-Konstruktion eben nicht nur eine Frage der einen konkreten Sache. Es geht nicht darum, dass wir jetzt quasi sagen, ja, Co-Konstruktion ist, unterscheiden zu können, wie viele Finger jetzt gemalt wurden auf diesem Bild, sondern irgendwie das Verhältnis von KI und Mensch in Sachen Erklärbarkeit und in Sachen der Einbettung in der Gesellschaft besser gestalten zu können, langzeitlich. Und zwar unabhängig davon, wie die Technologien sich jetzt verändern, wie sie sich adaptieren. Und das ist eine Riesenaufgabe. Was wünscht ihr euch für die weitere Zusammenarbeit? Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir uns weiterhin so gut unterstützen, auch wenn wir in ganz unterschiedlichen Feldern arbeiten. Und wir versuchen irgendwie auch das Feld des anderen zu verstehen und zu respektieren dann auch, dass wir halt da oft vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen haben, was wir mit einem Thema machen, wie wir da rangehen, aber dass wir da einfach ja auch so gut zusammenarbeiten, dass ihr mich irgendwie in der Öffentlichkeitsarbeit, der ja auch unterstützt, bei den Produkten, aber, aber dass ich ja auch eben, ja, auch das Verständnis eben dafür habe, was ihr macht, dass ich da jetzt nicht einfach nur immer sage, das müssen wir halt für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen, sondern auch verstehe, dass ihr das eben auch für die Forschung braucht oder für Workshops oder so. Ja, diese Übersetzung, nicht einfach ständig diese Barrieren bauen, gleichzeitig nicht versuchen, alle anderen Teilnehmer aufzuessen und quasi in Kopien von einem selbst zu verwandeln. Ja. Also ich würde mir da ja noch mehr Schnittstellen wünschen, dass wir quasi noch mehr quasi so einander sichtbar werden und uns quasi auf die Karte stellen können eines Themas, wo wir wirklich verbunden sind, ohne wirklich einander die Kategorien einfach aufzuzwingen, sondern sie irgendwie mehr zusammenzubringen, zirkulieren zu lassen. Das klingt auch gut, ja. Das schönes Projekt. Geht auch sehr stark in die Richtung, die ich im Kopf hatte. Dass wir an einigen Stellen unsere Zusammenarbeit insofern noch erweitern können, dass es im Endeffekt ko-konstruierte Forschung wird und nicht nur Forschung, wo zwar irgendwie Interdisziplinarität wichtig ist und die Bereiche oder mehr als ein Bereich berücksichtigt werden muss, sondern dass noch so ein bisschen mehr wirklich von uns rauskommt und wirklich ko-konstruiert wird und damit nicht nur eben aus einer Disziplin gedacht ist, sondern wirklich im Gemeinsamen entsteht.